J.D. Vance schlägt Alarm, direkt an Friedrich Merz. Stoppen Sie die Verfolgung der AfD oder die Demokratie in Deutschland fällt. Was wie ein politischer Paukenschlag klingt, ist bitterer Ernst. Während deutsche Politiker von Brandmauern und Rechtsextremismus sprechen, rollen staatliche Behörden, Medien und Parteien in seltener Einigkeit gegen eine demokratisch gewählte Opposition. J.D. Vance spricht auch, was viele denken, sich aber nicht trauen zu sagen: Die systematische Ausschaltung der AfD ist nicht der Schutz der Verfassung. Sie ist das Ende der offenen Debatte. Delegitimierung des Staates ist ein neu eingeführter Merkel-Begriff, um Staatsfeinde zu identifizieren. Gerade delegitimiert sich der Staat selbst mit Höchstgeschwindigkeit. Und das betrifft jeden, der noch Wert auf Rechtsstaatlichkeit und Demokratie legt und verteidigen will. Der Sachverhalt ist bekannt, aber der Witz oder auch der Schrecken liegen im Detail. Zunächst, das Bundesamt für Verfassungsschutz benennt die AfD als gesichert rechtsextrem. Die Absicht ist klar, ein Verbot der AfD ist nicht zu haben, auch wenn der demokratische Rechtsstaat nur noch auf Reserve fährt. Aber wenigstens sollen dieser Partei die Staatsmittel abgerungen werden. Denn Deutschland ist ein Staat, in dem Parteien, die ihn kontrollieren, vom Staatsgeld leben und nicht von den paar Beiträgen, die sie von ihren Mitgliedern oder Spendern erhalten. Diese in sich geschlossene Clique sich gegenseitig begünstigender will verhindern, dass eine weitere Partei an den Futtertrog kommt. Es hat sich erkennbar ein Kartell der Staatsparteien herausgebildet. Ebenso bemerkenswert, das Gutachten wird nicht veröffentlicht. Hier zeigt die Farce ihr besonders lächerliches Gesicht. Der Beklagte erhält keine Information darüber, was ihm eigentlich vorgeworfen wird, außer einer dürren, einseitigen Presseerklärung. Eine Partei soll in ihrer Arbeit benachteiligt und aus der ihr auch zustehenden Mitwirkung an der Willensbildung ausgeschlossen werden. Mit einem inhaltlichen Dreizeiler. Mehr erklärt eine Sprecherin des Bundesamts für Verfassungsschutz auf Anfrage von TE, dürfe man aus Datenschutzgründen nicht sagen. Und auch diese Nichtinformation dürfe nicht verbreitet werden. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Eine nun wirklich staatspolitisch und demokratisch bedeutsame Entscheidung wird aus Datenschutzgründen zurückgehalten. Und darüber darf nicht geredet werden. Leute, wo leben wir denn? In der Autokratie eines kindisch gewordenen Geheimdienstes von Nancy Fasers Gnaden? In einem Land der lächerlichen Ausreden? Manche Menschen sind sogar zutiefst davon überzeugt, dass Deutschland nicht gerettet werden kann, zumindest nicht durch die Deutschen selbst. In Freiheit und später verhältnismäßigem Wohlstand aufgewachsen zu sein und den größten Teil meines Lebens in dieser Zeit gelebt zu haben. Dafür bin ich dankbar. Was heute passiert, lässt mich oft fassungslos dastehen. Diese Veränderung in eine linke Diktatur, an der auch beide Kirchen und vor allen Dingen viele Bürger einen großen Anteil haben, kann ich kaum mehr nachvollziehen. Und es sind nur einige wenige, die sich gegen diese neue Diktatur auflehnen, die sie überhaupt bemerken. Tja, da leben wir. Und da eine große Begeisterungswoge schwappt durch das Land. Endlich zeigt es der Inlandsgeheimdienst der AfD mal so richtig. Deutschland ist eine Demokratie, in der der Inlandsgeheimdienst eine Partei verfolgt. Man lese etwa, was der bayerische Ministerpräsident zwischen seinen Reisen nach Indien, missglückt und Rom, peinlich, dazu zu sagen hat. Es sei ein finaler Weckruf. Die AfD ist insgesamt rechtsextremistisch. Damit ist klar, für Feinde der Demokratie kann es null Toleranz und null Zusammenarbeit geben. Die Brandmauer steht weiterhin. Wir haben einen klaren Kurs, keine Dämonisierung, aber eben auch keine Relativierung. Wir werden die AfD weiter inhaltlich stellen und durch gutes Regieren entlarven. Wo hat der Guteste gut regiert? Wo stellt er irgendjemanden inhaltlich außer mit Big Mac Fotos, bei denen die Soße tropft? Der Kampf gegen die AfD scheint ja nötig zu sein. Bei der Bundestagswahl wird sie von über 20% der Wähler gewählt, hat damit ihren Stimmanteil verdoppelt, obwohl Konkurrent Friedrich Merz sie doch halbieren wollte. Im Bundestag stellt sie die zweitgrößte Fraktion, deutlich größer als die SPD, doch entsprechende Räumlichkeiten erhält sie nicht. Ihre Abgeordneten müssen dicht gedrängt sitzen, während die SPD allein in ihrem überdimensionierten Kinosaal lümmelt. Das hat schon seinen guten Grund, erklärt die frisch gewählte Bundestagspräsidentin und wird von den Medien ob dieser klugen Aussage gelobt. Denn bei der Regierungspartei treten ja immer so viele Regierungsmitglieder und Beamte bei Fraktionssitzungen auf. Aha, also das Parlament. Dafür wurde diese Einrichtung mal erfunden. Soll die Regierung kontrollieren.
Aber die Regierungspartei wird von so viel Regierungsmitgliedern und Regierungsmitarbeitern unterstützt, dass für die Oppositionspartei nur noch ein Hinterzimmer übrig bleibt. Da stellt sich die Frage, kann man da nicht auch die Klimaanlage abstellen und das Licht? Die Fenster verhängen? Es könnte ja Licht in Regierungsangelegenheit fallen, wenn eine Oppositionspartei ihrer Aufgabe gerecht wird. Ich schreibe das hier nicht, weil ich irgendeiner Partei blind folge, sondern weil ich das Land, in dem ich groß geworden bin, kaum noch erkenne. Ich erinnere mich an ein Deutschland, in dem politische Auseinandersetzung erlaubt war, ja, sogar erwünscht, wo man debattierte, statt zu löschen. Wo Parlamentarismus noch bedeutete, dass auch die unbequemsten Stimmen ihren Platz hatten. Heute aber sehe ich etwas anderes. Eine systematische Ausgrenzung der Opposition. Ein Parlament, das Türen zuschlägt, statt zu öffnen. Die AfD, gewählt von Millionen, wird wie ein Fremdkörper behandelt. Ausgegrenzt aus Ausschüssen, ignoriert bei parlamentarischen Bräuchen, reduziert auf Schlagzeilen. Und währenddessen klopft man sich in Berlin auf die Schulter und nennt das Demokratieverteidigung. Nancy Faeser spricht vom Schutz der Verfassung. Aber wer schützt die Demokratie vor solchen Verteidigern? Friedrich Merz verspricht klare Kante. Doch was bleibt, ist das Wegducken vor echter politischer Auseinandersetzung. Die Brandmauer ist längst zur Mauer der Angst geworden. Angst vor Stimmen, die nicht ins Weltbild passen. Ich frage mich, was passiert hier eigentlich? Seit wann muss man sich für den Begriff Volk rechtfertigen? Während man jede Verwischung von Identität und Herkunft feiern soll. Seit wann ist Integration nicht mehr Ziel, sondern Störung eines ideologisch gewünschten Zustands? Ich habe Angst, nicht vor der AfD, sondern davor, dass wir gerade zusehen, wie eine Demokratie sich selbst abschafft. Leise, aber gezielt. Mit Ausschluss statt Austausch. Mit Etiketten statt Argumenten. Das alles erinnert mich an Zeiten, die wir längst überwunden glaubten, Zeiten, in denen politische Gegner zu Staatsfeinden erklärt wurden. Früher war man stolz darauf, dass in Deutschland jede Meinung gehört werden darf. Heute scheint man stolz darauf zu sein, bestimmte Meinungen gar nicht erst zuzulassen. Das deutsche Volk existiert für die Sozialisten von den Linken bis CDU nur noch. Wenn's ums Arbeiten, um immer mehr Zwangsabgaben geht. Laut Kretschmann und Co. hat sich der Deutsche mehr anzustrengen. Andere fordern Freiwillige. Unbezahlte Zwangsarbeit auch für Rentner. Der wertschöpfende Autochtone soll mehr in die Krankenkasse einbezahlen, damit der neu hinzugekommene Bürgergeldempfänger den vollen medizinischen Leistungsumfang genießen darf. Der Staat gibt dafür 100 pro Monat ins Krankenkästchen. Also auch vom Steuerzahler bezahlt. Bin gespannt, wann selbst der deutsche Michel mal dahinter kommt. Ich befürchte, zu spät. Ich wünsche mir das alte Deutschland zurück. Nicht das Deutschland von Uniformen oder Parolen, sondern das der Klarheit, der Vernunft, des gegenseitigen Respekts im Streit. Ein Deutschland, das nicht vergisst. Demokratie braucht Reibung, nicht Repression. Die AfD-Debatte darf nicht nur im bundesdeutschen Kontext gesehen werden. Ein Blick nach Europa zeigt, dass das kein rein deutsches Problem ist. In Rumänien wurde eine Wahl annulliert. In Frankreich wurde Frau Le Pen mit einem passiven Wahlverbot belegt. Wenn wir so weitermachen, dann wird die Frage nicht mehr sein, ob die AfD zu mächtig wird, sondern ob irgendwann überhaupt noch jemand da ist, der sich traut, laut zu sagen, was er denkt. Was denken Sie darüber? Lassen Sie es uns unten in den Kommentaren wissen. Wohin geht die Zukunft unseres Landes? Klicken Sie auf Gefällt mir und abonnieren Sie uns, um uns weiterhin bei unseren scharfsinnigen Analysen zu begleiten. Auf Wiedersehen und bis bald.